Was für ein geiles Teil ist das bitte hier? Also da bin ich mal wirklich gespannt, wie der die Gänge reinhackt. Obenrum merkst du einfach, dass da noch mal mehr Power am Start ist. Boah, schalte das Ding schnell. Direkt 100, alter Schwede liegt das Ding. Boah. Jetzt wird es langsam kalt hier unten. Mal schon mal den Pulli auspacken. Ja. Aber bei dir ist es ja schön warm gewesen, ne? Die letzten 2 Wochen. Portugal war traumhaft. Ja, du hast es dir schön gut gehen lassen. Ja, und ich bin schön weiter am Arbeiten gewesen und hab dir jetzt heute ein neues Spielzeug mitgebracht. Ja, was hast du noch mitgebracht? M4 CSL. Sollen wir direkt drauf eingehen oder meinst du, kriegst es heute hin, dass wir so einen schönen Porn rauskommen? Komm, ich mache einen kleinen Porno, dann reden wir drüber. Okay, Abfahrt. So Leute, hier ist er, der neue BMW M4 CSL. Du bist ja immer noch so unschlüssig, welchen Daily du nehmen sollst. Ne? Deswegen muss ich ja jede Woche gefühlt hier 2 Autos herbringen. Ja, könnten auch gerne mehr sein. Wie geil steht das Ding eigentlich da? Ich kann mich noch daran erinnern, wir haben das Ding, glaube ich, damals Februar, März, ja, so um den Dreh haben wir ihn damals gefilmt. Da stand er da in mattgrau und jetzt hier in schwarz. Alter Schwede, sieht das böse aus im Kontrast mit den roten Streifen, mit den roten Akzenten und vor allem hier CSL. Richtig schön, die gelben Scheinwerfer, sieht so böse aus und ich kann mich noch daran erinnern, damals als der M3, M4 vorgestellt worden ist, wo ich immer gesagt habe, entweder man liebt die Front oder man hasst sie. Für mich war es irgendwie tatsächlich so ein Zwischending, weil ich fand es nicht besonders geil, aber auch nicht hässlich. Es war so, es ist was Neues. Und jetzt ganz ehrlich Leute, jetzt zieht euch hier die Front mal rein. Was soll daran bitte nicht geil aussehen? Hier diese große Öffnung, nochmal ein deutlicher Unterschied gegenüber einem M4, weil das hier alles deutlich offener gehalten ist, in Verbindung mit den gelben Scheinwerfern und vor allem dann hier dieser Frontspoiler, der vor allem, ich verstehe es nicht, wie man damit Straßenzulassung heutzutage noch bekommen kann, hier nämlich da raussteht. Das ist schon krass. Das ist richtig krass und unter der Haube, da hat sich nämlich auch ordentlich was getan, denn ich bin mal wirklich gespannt heute, wie sich der M4 CSL fahren lassen wird, denn wenn man sich mal überlegt, wir sind damals den M5 CS CMR gefahren und das war der erste weltweit, der ausgeliefert worden ist und da muss man überlegen, das waren 70 Kilo weniger und nur 10 PS mehr gegenüber einem M5 Competition und das war sowas von ein Gamechanger und wenn man sich jetzt hier überlegt, wir haben 40 PS mehr und 100 Kilo weniger Gewicht, also bedeutet einmal 100 Kilo weniger. Das ist halt ein richtiger Unterschied. Ich glaube, Robert, heute müsstest du fast damit fahren und nicht ich. Ich? Aber wieso ich? Ja, nur du. Ja, aber warum denn ich? Ja, weil wenn ich dabei bin, dann hast du die 100 Kilo sofort wieder am Start. Bedeutet, es bringt gar nichts dann. Verstehst du, wie ich meine? Ja, das hast schon recht. Und vor allem, wenn man nämlich auch überlegt, wir haben hier an der Front, durch den neuen Frontspoiler, haben wir 45% weniger Auftrieb. Wenn wir jetzt nach hinten gehen, wir haben hinten 20% mehr Abtrieb. Und das ist natürlich schon eine ordentliche Schippe. Vor allem, ich muss schon sagen, hier dieser Gurney, das sieht schon sexy aus. Also mir taugt der in dem Schwarz, taugt der mir richtig. Vor allem das Geile ist halt einfach, der komplette Kofferraumdeckel ist aus Carbon, wie man hier schön sehen kann. Auch dann, wo wir natürlich auch Gewicht gespart haben, ist mit der Abgasanlage. Bedeutet, wir haben hier, der Endschalldämpfer ist aus Titan, sonst halt hier schön der Diffusor aus Carbon. Was natürlich richtig sexy ist, sind hier die neuen Heckleuchten. Das sieht, finde ich, so edel, aber auch aggressiv aus. Das Einzige, was ich sagen muss, was mir jetzt halt auffällt, wir haben ja jetzt halt hier auch den M4 Competition dastehen, in dem schönen Frozen Black, wo du dir eigentlich denkst, mehr geht eigentlich nicht. Und dann hast du hier den M4 CSL. Jetzt hat der hier die kompletten M-Performance Parts, was natürlich auch hier ziemlich geil ist. Du kannst hinten einmal kurz das Teil einblenden und zwar nämlich hier vom Heck und einmal an der Seite. So, und wenn wir jetzt beim M4 CSL schauen, jetzt muss man sich mal überlegen, der CSL kostet knapp 170.000 €. Stattest du den noch ein bisschen aus, viel ausstatten kannst du da nicht mehr.
bist du irgendwo bei 180.000 Euro. Wenn man sich jetzt mal überlegt, der M4 startet bei knapp 90.000 Euro. Und ich finde, da müsste außen trotzdem noch ein bisschen mehr Exklusivität her, weil du hast so viel Carbon verbaut. Der Kofferraumdeckel ist aus Carbon, die Motorhaube ist komplett aus Carbon, die zeige ich euch gleich nochmal. Heute machen wir irgendwie so ein bisschen so gemischtes Ding außen rum einmal, aber das kriegen wir schon hin heute. Du bist im Urlaub gewesen, wir müssen wieder langsam anfangen, ich bin nicht mehr im Rhythmus, verstehst du? Aber was mir aufgefallen ist, das hier finde ich, das könnte aus Carbon sein. Genauso auch wie der Part hier könnte aus Carbon sein und genauso auch hier, der Part könnte aus Carbon sein. Das finde ich ein bisschen schade, weil du hast hier den Diffusor, hast du aus Carbon. Du hast den Frontspoiler, hast du alles. Du hast Seitenspiegel, oben das Dach. Und ich finde, da bei dem Preis muss das einfach da dabei sein. Weil wenn wir jetzt mal schauen, M4 GTS, gut, da haben wir die Seite erst gar nicht aus Carbon. Aber was halt natürlich beim M4 GTS geil ist, du hast halt hier diesen Mörder-Frontspoiler. Und vor allem, wenn wir jetzt mal in Thema Innenraum gehen. Wie gesagt, CSL für mich, mega geiles Teil. Bin wirklich gespannt, wie sich das Ding hier fahren lassen wird, weil ich glaube, das wird hier schon eine richtige Ansage werden. Durch das, dass wir das ja kennen, M5 Competition und CS, wo ja wie gesagt nur eine minimale Leistungssteigerung ist, glaube ich, wird das hier schon richtig heftig werden. So, jetzt geht es mit dem Innenraum weiter und da denke ich mir halt, ja, das ist halt für mich einfach ein ganz normaler M4 mit den Schalensitzen. Klar, du hast normalerweise dir die kompletten Vollschalensitze am Start, bedeutet, die kannst du dann auch nicht mehr verstellen. Das kannst du dir eben konfigurieren, wie du willst. Hinten fällt die Rückbank weg, wenn wir uns das nämlich mal anschauen. Und da denke ich mir, da hätte man mehr machen können. Ja? Weil M4 GTS, komm, wir gehen mal kurz hin. Wir haben hier hinten einen schönen Überrollkäfig. Und das, finde ich, fehlt im CSL, weil du hast halt einfach so, wo du sagst, das ist ein Auto für die Rennstrecke. Und genauso auch, wenn wir uns dann die Tür anschauen, ist halt einfach überall ein deutlicher Unterschied da gegenüber dem normalen alten M4 jetzt. Klar hättest du sagen können, das und das hätte jetzt noch mehr sein können. Hast beim Armaturenbrett schönes GTS-Logo drauf und wie gesagt hinten diesen geilen Überrollkäfig, die speziellen Felgen. Du konntest ja auch damals Carbonfelgen mit dazu nehmen. Ich weiß gar nicht, wo die Dinger rumstehen. Ich glaube, die stehen irgendwo da hinten rum. Und dasselbe ist auch hier beim Vorgänger M3 GTS. Nochmal finde ich, für mich persönlich nochmal mehr auf Rennstrecke getrimmt, denn da konntest du damals nur auswählen, willst du ein Radio haben, ja oder nein, und willst du eine Klimaanlage haben, ja oder nein. Mehr konntest du nicht ausstatten, kein Navi, keine Rückfahrkamera oder sonst irgendwas und komplett clean, nackt gehalten, einfach die kompletten Schalensitze am Start, hinten Überrollkäfig, schön der Saugermotor ist am Start, nochmal mehr Hubraum, da wurde richtig am Motor Hand angelegt. Hier natürlich auch, ja, wir machen jetzt mal die Motorhaube auf, aber letzten Endes, was eben gemacht worden ist, wir haben halt diese 40 PS mehr Leistung am Start, was glaube ich echt einen guten Unterschied machen wird, weil 100 Kilo ist halt wirklich schon, musst du sagen, eine Ansage. Wir machen mal hier die Tür noch zu, das ist halt natürlich geil hier, komplette Motorhaube aus Carbon, wirkt sehr, sehr hochwertig und natürlich nimmt ihr halt ordentlich an Gewicht weg. Sonst sehen wir am Motor, ist es hier eigentlich alles gleich geblieben. Das Einzige ist hier diese Strebe, die sich geändert hat, was anscheinend bedeutet, dass das Auto sich dadurch besser einlenken lässt. Also glaube ich, bringt auf jeden Fall was. Das bringt definitiv was, sehr clever gemacht. Was sich aber hier noch geändert hat, ist das Thema Getriebe. Wir haben immer noch das Wandlergetriebe, wie ganz normal beim M4 am Start. Allerdings hat das BMW so optimiert, dass das schneller sein soll als jemals jedes produzierte Doppelkupplungsgetriebe von BMW. Also da bin ich mal wirklich gespannt, wie der die Gänge reinhackt, so wie ich die Motorhaube gerade runtergehackt habe, oder? Ja, die muss zu sein. Die muss zu sein, so sieht's aus. Ja, was hat sich noch geändert innenraummäßig? Ja, wie gesagt, diese Mittelkonsole und sonst eigentlich, ich meine, Sitzposition, es ist alles dasselbe, gar keine Frage. 12 Uhr Markierung in Rot, Alcantara-Lenkrad. Aber das finde ich schade. Das finde ich echt schade, weil diese Mittelkonsole hier ist so geil, komplett aus Carbon. Hier schön das CSL-Badge, aber hier, da fehlt es mir. Da fehlt's mir. Du hast beim GTS, hast du die Nummer eingraviert, Nummer 11. Dann genauso auch wie beim CRT, da können wir auch gleich nochmal hingehen. Beim GTS hast du hier schön das GTS und es fehlt mir hier. Hier fehlt mir einfach nochmal mehr
Alcantara oder zumindest diese Exklusivität. Weil, schaut euch das an. Es ist halt einfach alles gleich. Es ist alles gleich. Das musst du ganz ehrlich sagen. Ich sehe für mich keinen Unterschied. Für mich ist es, ich hocke mich hier rein und ich denke mir, ich sitze im M4 Competition. Ja? Nur, dass hier hinten die Rückbank fehlt. Das finde ich halt ein bisschen schade, weil so an sich ist es wirklich ein sehr, sehr exklusives Auto. Ja? Ich meine, wir reden von nur 1000 Stück. Ja? Und dann natürlich kommt noch der Preis da dazu. Weil wie gesagt, ein normaler M4 beginnt bei unter 90.000 €. Der kostet einfach das Doppelte. Da kannst du hier 2 holen. Kannst du dir jeden Tag einen aussuchen oder würdest du trotzdem lieber ein CSL nehmen? Ja, schon eher ein CSL. Ich will ja nicht so viele Leute immer mitnehmen. Deswegen 2 Sitze passt perfekt. Bisschen Leistung. Also, ich finde es ein mega geiles Teil. Ich glaube, wo aber hier wirklich der Punkt kommt, wo dich dieses Auto überzeugt, glaube ich, wird das Thema Fahren sein. Weil, wie gesagt, durch das, dass wir es ja jetzt schon kennen, beim M5 Competition und beim M5 CS, glaube ich, wird das hier nochmal eine andere Liga sein. Es sind einfach 40 PS mehr und 100 Kilo weniger. Also ich glaube, das wird echt ein ordentlicher Unterschied sein. Hier haben wir ja auch noch ein CRT Carbon Racing Technology. Haben wir auch spezielles Carbon verbaut, den können wir auch mal ganz kurz zeigen. Das Spezielle hier ist daran, M3, schön Limousine. Wir haben vorne die Schalensitze am Start. Hier sehen wir auch dasselbe, auch Chassis Nummer 11, also GTS, CRT, beides Nummer 11. Da hast du wirklich die Exklusivität da. Du weißt, das Auto ist limitiert. Du weißt, es ist hier die Nummer 11 und du hast hier deutliche Unterschiede gegenüber einem normalen M3. Mit dem schwarz-roten Innenraum, die spezielle Lackierung, die du bei keinem anderen M3 bestellen konntest. Auch nicht per Individual. Ausschließlich hier M3 CRT. Und das ist dann wirklich, wo du sagst, hier geht es um Exklusivität. Hier geht es um ein sehr spezielles Auto. Auch hier eben hinten haben wir dann Schalensitze. Gibt es bei keinem normalen M3. Kannst du einfach nicht bestellen. Und auch genau dasselbe, mehr Hubraum. Ich glaube, was war denn das damals? Ich glaube, 450 PS sind es, glaube ich, damals gewesen. Ja, Robert, dann würde ich sagen, sind wir soweit ready, oder? Ich glaube, es ist jetzt echt schon wieder genug gelabert. Ja, jetzt hast du fast so 5 Jetzt steig mal ein, würde ich sagen, oder? Ja, steig du ein. Fährst nicht mit? Nee. Ja, aber warum? Weil ich hier bleiben möchte. Weil ich 100-200 Messung machen muss? Ja, du musst jetzt einfach mal alles machen, du fährst schneller als ich. Das machen wir aber auch wirklich, Leute. Wir Ja. führen hier eine 100-200 Messung durch, weil hier, M4 Competition, haben wir schon gemessen. Letztes Jahr, das waren 7,9 Sekunden, wenn ich nicht gerade falsch liege. Schauen wir mal, wie viel schneller hier der M4 CSL sein wird. Dann würde ich sagen, steige ich ein, oder? Spring ins Auto ein. Auf geht's. Robert, komm mal noch mal kurz her. Ich komme zu dir. Einen wichtigen Part, Leute, den ich nämlich vergessen habe, der ist sogar eigentlich sehr, sehr ausschlaggebend hier beim M4 CSL, wie wir sehen können. Wir fahren mit Michelin Pilot Sport 4S, weil ich habe mich dazu entschieden gehabt, dass ich die Reifen haben möchte, weil normalerweise kommt hier der CSL mit Cup 2R, bedeutet das heftigste, was es mit Straßenzulassung gibt. Die sind hier auf dem GT3RS drauf, die sind hier auf dem Black Series drauf und die haben Straßenzulassung. Allerdings ist das Problem, weil die eben für die Rennstrecke sind, weiche Mischung, fast ein Slick. Und es hat die letzten Tage nur geschüttet bei uns. Habe ich gesagt, 4S-Reifen, damit wir wenigstens einigermaßen filmen können. Jetzt ist heute, weil Robert ist ja wieder vom Urlaub zurück aus Portugal, haben wir super Wetter. Du hast wenigstens mal eine Sache hast du echt gut gemacht. Ja, hatte ich im Koffer Hast gutes dabei. Wetter mitgebracht. Da siehst du mal. Ja, dementsprechend 4S-Reifen wird sich natürlich bei Weitem nicht so fahren wie der Cup 2R, weil das halt einfach ein Straßenreifen ist, was ein sehr geiler Straßenreifen ist. Aber performancemäßig, kurvenmäßig wird da halt nicht so viel gehen. So, jetzt starten wir den Kübel. Auf geht's. So Leute, dann sind wir unterwegs im neuen M4 CSL. Und jetzt schauen wir mal, was hier geht. Also ich bin mal wirklich gespannt, was das hier für ein Unterschied sein soll zwischen M4 Competition. Denn nochmal, ich meine, M5 Competition und M5 CS, wo wir nur von 70 Kilo weniger Gewicht und 10 PS mehr geredet haben, war schon so ein Riesensprung. Und jetzt hier haben wir 40 PS mehr am Start und 100 Kilo weniger Gewicht. Das ist natürlich schon ein richtiger Unterschied. Der raucht aber mal richtig raus. Was du aber natürlich merkst, hier wurde Dämmmaterial rausgenommen, bedeutet 11 Kilo. Und das merkst du schon, es ist hier auf jeden Fall schon im Innenraum etwas lauter, jetzt hier beim entspannten Fahren. Sonst, wie gesagt,
ist hier Sitzposition, ist alles gleich wie im M4 Competition. Du hast hier eben noch die Komplett-Schalensitze, die du dann nicht verstellen kannst. Die haben wir aber jetzt halt hier nicht am Start. So, dann gehen wir jetzt mal hier in die M2-Taste. Bedeutet, ESP ist auch ausgeschalten, das Ganze ist schon konfiguriert. Und jetzt schauen wir mal, was hier in der Kurve so geht. 4. Gang, 90, sind direkt 100. Alter Schwede, liegt das Ding. Boah! Ja, 4S-Reifen. Alter, da kommt er leicht quer. Das ist ja... Boah, da kommt der aber echt quer, der Kübel. Sehr brutal. Dann fahren wir hier wieder hoch. Alter, liegt das Ding, ist das brutal, Leute. Das Ding liegt wie ein Brett. Das ist ja abnormal. Vor allem, ihr müsst euch mal überlegen, wir haben jetzt in Anführungsstrichen nur die 4S-Reifen drauf. Normalerweise dreht komplett durch. Boah, schalte das Ding schnell. Boah. Ist das heftig. Normalerweise haben wir hier Cup 2R-Reifen am Start, das eine komplett andere Liga ist gegenüber den 4S. Der 4S-Reifen von Michelin ist halt einfach dafür gedacht, das ist der perfekte Reifen für die Straße, wo du natürlich auch mal auf die Rennstrecke gehen kannst. Aber hier, der M4 CSL ist normalerweise auf den Cup 2R-Reifen abgestimmt. Bedeutet, das ist das Radikalste, was es für die Rennstrecke mit Straßenzulassung gibt. Aber es hat halt einfach die ganzen letzten Tage geregnet, deswegen hat man gesagt, okay, komm, wir packen jetzt nicht die Cup 2R-Reifen drauf, sondern hier die 4S-Reifen. Weil ihr seht, selbst hier mit den 4S-Reifen, wie er gerade durchgedreht ist. Aber krass, das Getriebe, wir haben hier dasselbe Getriebe am Start, aber das schaltet schon noch mal ein gutes Stück schneller. Wirklich noch mal ein gutes Stück schneller. Oh, oh. Alter! So, dann geht's jetzt hier wieder ab auf die Autobahn. Bist du bescheuert? Alter! Boah, ist das brutal! Der Kübel kommt aber quer, du. Was du merkst, auch direkt, er ist ein gutes Stück lauter. Er ist ein gutes Stück lauter. Klar, einerseits Dämmmaterial, aber hinten Titan-Abgasanlage, also Endschalldämpfer ist aus Titan und er ist auch, ja, der knallt schon nochmal. Ja, ein bisschen mehr bollert er raus, aber zieht euch mal dieses Getriebe rein, wie schnell das schaltet, zieht euch das rein. Ey, das ist ja krass. Das ist ja heftig. Jetzt verstehe ich, warum BMW sich hier für so ein Getriebe entschieden hat und dass das hier auch einfach noch mal einen Ticken schneller ist gegenüber einem Doppelkupplungsgetriebe. So, dann würde ich sagen, machen wir doch jetzt mal hier eine 100 auf 200 Messung. Schauen wir mal, ob er schneller gegenüber einem M4 Competition ist, von daher Abfahrt. Boah, obenrum merkst du einfach, dass da noch mal mehr Power am Start ist. 180 und 200. Alter Schwede, 6,92. Das ist eine Sekunde schneller als der M4 Competition. Ich habe damals den M4 Competition mit 7,89 gemessen. 6,92. Direkt erster Lauf. Ich würde sagen, wir machen nochmal einen zweiten, ne? Ob er nochmal schneller ist. Aber, hey Leute, eine Sekunde schneller. Das ist heftig. Das ist mal eine richtige Ansage. So, dann probieren wir es nochmal. Alter Schwede, wie das Ding schaltet, wie schnell. Wieder 180, 200. Bist du bescheuert? 6,6 Sekunden. Und er schiebt einfach weiter. Alter Schwede. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Ich habe extra die 100-200 Messung genau jetzt da durchgeführt, wo ich sie auch mit dem M4 Competition durchgeführt habe. Es geht minimal leicht bergab. Dementsprechend war er jetzt wahrscheinlich auch einfach nochmal einen Ticken schneller. Aber Leute, 6,59 Sekunden, das müsst ihr euch mal reinziehen. Ich meine,
wir reden im Endeffekt in Anführungsstrichen nur von 40 PS mehr, 100 Kilo weniger, also 100 Kilo, das ist halt einfach, weil ich jetzt hier mit drinnen sitze, ja, und dann aber hier das ganze Getriebe und so weiter. So, diese ganzen Kleinigkeiten und ihr seht, was das für eine Zeit ausmacht. Das sind halt einfach fast 1,5 Sekunden jetzt schneller gewesen von 100 auf 200 als der M4 Competition. Das ist brutal. Das ist echt brutal. Was für ein geiles Teil ist das bitte hier? So Leute, dann geht's wieder ab auf die Autobahn. Und jetzt schauen wir mal hier aus dem 4. Gang raus, was da so geschwindigkeitsmäßig geht. Sind direkt 220. Der schiebt einfach so viel besser noch mal durch gegenüber dem M4 Competition. 270. Alter Schwede, ist das brutal. Ja, Bremse ist definitiv am Start. Die ist richtig am Start. Ihr seht, hier kommt der Verkehr und da müssen wir dann runtergehen von der Geschwindigkeit, weil da steht hier definitiv nicht dafür. Ihr seht, da zieht einer einfach links raus und dementsprechend muss man da immer sehr aufpassen. Deswegen immer nur solche Geschwindigkeiten fahren, wenn auch wirklich frei ist, wie davor. Ja, 300 haben wir jetzt, glaube ich, nicht geknackt, aber ihr seht, das geht easy. Das geht ohne Probleme. Und wenn ich mir vorstelle, mit meinem M4 Competition, mit den M-Performance-Teilen, hinten mit dem Heckspoiler, ich schaffe die 300 gar nicht. Und hier ganz tiefenentspannt einfach mal die knapp 300 gefahren und es wird auch definitiv noch ein gutes Stück mehr gehen. Ich glaube, er ist irgendwas bei 308 oder sowas ist er abgeriegelt. Nur wenige Minuten später. Jetzt bin ich gespannt. Ich muss dir sagen, brutales Teil. Ja? Unfassbar, was BMW hier an Arbeit geleistet hat. Ich bin einfach fast 1,5 Sekunden schneller gewesen als der M4 Competition von 100 auf 200. Das ist eine Ansage. Das ist, also, dass er schneller ist, das war mir von Anfang an klar. Aber Leute, dass hier der M4 CSL nochmal sowas von eine andere Liga ist gegenüber einem M4 Competition, hätte ich echt nicht gedacht. Hätte ich wirklich nicht gedacht, dass das so einen extremen Unterschied macht. Geradeaus emotional, auch im Innenraum, klar, 11 Kilo weniger Dämmmaterial, es ist alles ein gutes Stück lauter, du merkst einfach, alles ist aggressiver. Das Getriebe, wie schnell das Getriebe schaltet, wie viel aggressiver auch, wie du richtig diese Schaltvorgänge gemerkt hast, auch beim Fahren von den Kurvengeschwindigkeiten jetzt auch nur mit diesen Michelin Pilot Sport 4S Reifen, welche richtig geil sind, die kannst du auch auf der Rennstrecke hernehmen, aber das Auto jetzt mit Cup 2R, glaube ich, da geht richtig was. Das Einzige, was wir nicht hinbekommen haben, war, dass wir die 300 geknackt haben. Ich glaube, wir waren bei 2,98 oder so. Und wenn ich mir das vorstelle, mit dem M4 Competition, jetzt mit den M-Performance-Teilen, hin mit dem Heckspoiler, ich schaffe gerade mal so 2,95 und hier tiefenentspannt. Wirklich tiefenentspannt, wie das Ding gelegen ist. Also da kannst du easy über 300 fahren, auf jeden Fall. Aber habe ich auch schon gesagt, Verkehrsverhältnisse haben es einfach nicht zugelassen und dementsprechend haben wir da dann bei knapp 300 aufgehört. Ja, wie gesagt, BMW, richtig geile Arbeit von euch. Richtig geile Arbeit von euch. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist wie gesagt der Innenraum. Da fehlt mir so ein bisschen diese Exklusivität. Klar, natürlich jetzt mit den Vollschalen sitzen, wäre natürlich noch mal geiler gewesen. Aber generell hinten Überrollkäfig, finde ich, gehört in so einem Auto schon meiner Meinung nach rein. Einigen taugt sowas überhaupt nicht, wenn sowas drin ist. Ich finde es halt einfach geil, wenn du schon so ein Auto hast, was so auf Rennstrecke getrimmt ist, was dich so geil fahren lässt. Aber ich meine, wer weiß, vielleicht kommt ja noch irgendwas vom BMW, weil es ist ja in dem Sinne nicht der GTS, sondern der CSL. Bin ich wirklich gespannt und von daher, Robert,
wenn du willst, ausnahmsweise, Ja, was? kannst du mal eine Runde fahren. Ja, okay. Ja? Dann weiß ich gleich, wo ich hinfahre. Also Leute, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat hier der M4 CSL gefallen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt was Mittagessen und fährst du mit dem, weil bei dir fahre ich nicht mit. Ja. Ich fahre dann separat. Machen wir so. Alles klar. Ich nehme den Trabi. Mach. Sehr, sehr, sehr viel später.